12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Und damit willkommen zu Vampyr, Leute. Ja, das Spiel hat gewonnen in der Abstimmung, ganz klar. Und das spielen wir jetzt. Wir sind hier gerade aufgewacht in dieser, keine Ahnung, Grube und sind jetzt komplett im Delirium. Wir haben offensichtlich Hunger, weil wir sehen nur rot und rot ist wahrscheinlich Blut. Jetzt eine Frage an euch und wir hören eine Stimme die ganze Zeit. Eine Frage an euch. Dieses Spiel lebt von Entscheidungen, das heißt, jede Entscheidung, da ist eine Person. Jede Entscheidung So thirsty. hat Konsequenzen und jetzt eine Frage an euch, spielen wir gut oder spielen wir böse? My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold
Hold on! Oh, God. Mary. Mary. No. No. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. Okay, No! No! Don't shoot! die Kamera ist etwas sensibel. This is a nightmare. Kurze Pause, Leute. Was ich eben sagen wollte eigentlich, war, dieses Spiel lebt von Entscheidungen. Das heißt, wir können gut spielen, wir können böse spielen. Jetzt meine Frage an euch, soll ich gut spielen oder soll ich böse spielen? Dafür gibt es wieder eine Twitter-Abstimmung und ich spiele entweder gut oder ich spiele böse. So, zurück zum eigentlichen Geschehen. Wir haben unsere Schwester getötet, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Au! I need to get out of here. This can't be happening. Ja. Please stop. I mean you no harm. Also Audio ist auf Englisch, Untertitel ist auf Deutsch. Das kann ich ja nicht umstellen. Also Standard-Audio ist auf Englisch. What's going on? Wo lang? Ja. Ich muss gleich mal was Oh, an der Mary. Maussensibilität umstellen für die Kamera. What have Das I ist ja done? dermaßen schnell. What's all this about? Was ist das? Shit, where'd it go? Abgenutzte Machete. Now, I can defend myself. Wir scheinen Arzt zu sein, glaube ich. Who are you? Au. Stay back! Sorry, Weil but you left me no choice. das, was wir gemacht haben da, als wir so Teil von unserem Hemd abgerissen haben, das schien schon sehr, sehr, ja, Fachmensch, also als ob er wirklich wüsste, Who was are er you? tut. Oder das war Stupid Instinkt, beast! keine Ahnung. Okay. Au. Sorry. Die sind ja noch einfach hier. No, please, stop! Au, der muss da sein. Who are you? Christ, it's dead! What do you want? So. Okay, was mache ich jetzt? Wir sind in der Fabrik anscheinend. Keine Ahnung, von was Metall oder so. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. Okay. It feels like it's burning me to the bone. Angesammelter Schaden. Gewisse Elemente wie Feuer oder Holz verursachen angesammelten Schaden, der den Höchstwert deines Gesundheitsbalkens verringert. Okay, also die Sonne hat man gerade gesehen. Kennt man ja eigentlich, Vampire können nicht in die Sonne, sonst verbrennen sie. Es sei denn, man hat irgendwie, jetzt gibt ja wieder diese Sache, es gibt ja tausend Interpretationen von Vampiren. Wenn man jetzt Twilight ansieht, da glitzern die in der Sonne. Wenn man jetzt Vampire Diaries nimmt, da haben sie ein Objekt, wodurch sie in die Sonne gehen können. Hier können sie anscheinend gar nicht in die Sonne, weil sie halt dann verbrennen, weil es anscheinend
keine Ahnung, ob wir später sind und irgendwas bekommen, dass wir in die Sonne gehen können. Oder ob es wirklich so klassisch ist, wir können nicht in die Sonne gehen. Aber man hat gesehen, es schmerzt I need to find sehr, somewhere sehr to hide. stark. Das Schiff brennt. Let me go! Ein schöner Flammenwerfer hier, oder was I need ist to das? find shelter! Keep out. Okay, ich bleib draußen. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Okay. Also anscheinend diese Leute, die uns jagen, die scheinen anscheinend auch darauf, sag ich mal, ausgebildet zu sein, weil, was ist das? Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Ja, also wir haben wirklich unsere Schwester getötet oder verwandelt, weil es gibt ja dann wieder, jetzt mal wie ich schon eben gesagt habe, mit dem Sonnenlicht, es gibt wieder diese Mengenmethoden. In der und der Interpretation von Vampiren verwandelt der Biss eins in Vampir, in der anderen verwandelt das Blut einen in Vampir, in der anderen Kratzer, also keine Ahnung, wie das hier ist. Schillinge. Okay. Was ist das? Feuer und Sonne, neues Sammelobjekt. Upsala, falscher Knopf. Wo finde ich das jetzt? Okay, keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich irgendwie hier. Okay, Schwächen der Vampire gibt es jede Menge Sammelobjekte. Schwächen der Vampir, Spezies von Vampiren, die Wache von Priven, keine Ahnung. Die Bruderschaft von St. Paulus Stola, die Ursprünge der Vampire, die große Jagd, das Verlangen nach Blut, die Skulls, keine Ahnung, die legendären Vampire, die Geschichte von Ascalon, keine Ahnung, wie man es aussprechen will. Aber erstmal Schwächen von Vampiren, Feuer und Sonne. Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe persönlich einen Vampir an einen Baum gebunden, um zu sehen, was passiert. Wenn die Sonne aufgeht, seine Haut schwärzt sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen. Und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte freizukommen. Am Ende war nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahl, Brüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Kennt eure Feinde von Carl Eldritch, Anführer der Wache von Priven. Okay, also ich hatte nicht vollkommen Unrecht. Also wir verbrennen in der Sonne, aber wir heilen wieder. Okay, ist zwar ein bisschen seltsam, aber okay, gut. Feuer vernichtet uns dann anscheinend komplett. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are
undertakers? Now, give him an Eve. Jetzt ist einfach jemand bestohlen. So That's impossible. Ist das unsere Uhr, die gestohlen wurde, oder... Also war das einer der Typen, oder ist das eine Frau? Von der Kleidung her zu urteilen. Okay. Warte, erstmal mit Schillinge, mehr Schillinge, okay. Haben wir ein Spiegelbild? Ja, sehr beschlagenes Ding. 12 dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as snow. Who goes there? A prayer for the summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his path. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Okay, also anscheinend wurden wir dann von dem, wer auch immer das jetzt war, zu einem Vampir verwandelt durch Biss, wie es scheint. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Okay, also wir waren Arzt im Krieg, wie es scheint. Also Feldsanitäter, abgenutzte Revolver haben wir bekommen, okay. Haben wir noch irgendwas hier zum Einsammeln? Das? Blutiges Tagebuch. 15. Oktober, schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Also wahrscheinlich auch eins da, wo wir gelandet sind oder rausgekrochen sind. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden. Nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schafft ich es morgen ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. 19. Oktober. Becky hat sich ein paar Stunden nach dem Essen übergeben. Sie ist inzwischen so schwach, dass ich weinen möchte. Sie sagt, bei Nacht höre sie draußen Stimmen. Sie sagt, sie möchte Fleisch essen. Wo soll ich Fleisch hernehmen? Morgen werde ich das Haus gegen Plünderer verbarrikadieren. 21.
21. Oktober. Die Männer mit dem Schaufellader haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht Leichen in das riesige Loch werfen. Der Gestank ist furchtbar. Wir hätten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen. Doch Becky, sie weigert sich zu gehen. Sie würde lieber sterben, hat sie mit einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich noch? 22. Oktober. Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mich vor der Treppe aus angesprungen und hat versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen und sie hat zurückgeschlagen. Ich bin nach oben geflüchtet und habe mich im Schlafzimmer eingesperrt. Ich höre sie jetzt unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die ich seit dem Krieg zum Schutz des Hauses über der Zimmerdecke versteckt hatte. Ich bin jetzt tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich vor meiner eigenen Ehefrau zu schützen. Muss ja schrecklich sein. 23. Oktober. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Becky hat die ganze Nacht hindurch an der Tür gekratzt, mich um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen. Aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt nur noch auf ihren Tod. Es dauert nicht mehr lange. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. 24. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig, ich habe versucht runterzugehen. Becky hat in dem Sessel beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehechelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Doch ihre Augen sind mir durch den Raum gefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr wundes Gesicht gezielt, doch sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken, ich bin nur in mein Zimmer gegangen. 25. Oktober. Das Haus ist still wie ein Grab. Kein Geräusch mehr, Becky ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Okay, hui! So habe ich noch nie gelesen, Leute. Laut vor allem. Gut, ich würde sagen, als Einstieg beenden wir diese Folge jetzt heute hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Danke fürs Zusehen.